Ich bin einfach von Grund auf eine direkte Person, die direkt sagt, wenn etwas nicht okay ist. Ich begrüße ganz herzlich im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Ja, es geht Schlag auf Schlag nach der Champions League, ist vor der Bundesliga und mein heutiger Gast ist Roman Bürki. Am Mittwoch noch fantastisch gehalten. Schön, dass du hier bist. Hallo. Hallo. Roman, 1:1 gegen Lazio. Das Achtelfinale ist perfekt mit etwas Abstand. Minimalziel erreicht? Ja, auf jeden Fall. Unser Ziel war es, weiterzukommen in der Gruppe, was auch keine einfache Aufgabe war, aber wir haben die gelöst. Wir sind sicher weiter und jetzt wollen wir auf jeden Fall noch den Gruppensieg. Klar, das sollte das Ziel sein. Ihr könnt Spektakel wie beim Auswärtsspiel in Berlin. Dann habt ihr immer wieder Spiele drin wie gegen Köln. Du bist jetzt so lange dabei. Wie kommt es zu solchen Leistungsschwankungen? Ja, es kommt auch immer darauf an, wie sich der Gegner auf einen einstellt. Ich sage jetzt, um jetzt mal so vielleicht einen möglichen Grund nennen zu können, dass die Mannschaften, die eigentlich oben mitspielen, die stark sind, die auch von außen stark wirken, die ihr eigenes Ding durchziehen, sich eigentlich nicht durch den Gegner irgendwie verändern und vielleicht wir so einfach auch besser dann damit klarkommen. Und Köln zum Beispiel hat sich halt, glaube ich, voll auf uns eingestellt. Ich glaube, die Aufstellung an uns angepasst und so weiter und so fort. Und so hatten wir es eigentlich relativ schwierig. Und ich meine ja auch, aber wenn wir den Spielverlauf anschauen, hätten wir auch dieses Spiel klar gewinnen können mit den Chancen, die wir hatten, oder mindestens einen Punkt mitzunehmen. Ja, Roman Bürki ist seit über 5 Jahren bei uns, bei der Borussia und hat sich nicht nur zur Nummer 1, sondern auch zum Führungsspieler entwickelt. Dass er hier richtig gut reinpasst, wird schnell klar. 2015 wechselt Roman Bürki aus dem Tabellenkeller von Absteiger Freiburg ins Rampenlicht auf die große europäische Fußballbühne zum BVB. Der Schweizer kämpft sich zur Nummer 1 und zum starken Rückhalt. Er erlebt Höhepunkte wie den DFB-Pokalsieg 2017. Bürki kennt die Ups and Downs der Branche, muss lernen, mit Rückschlägen umzugehen. 5 Jahre beim BVB lassen Roman Bürki reifer, wortstark werden. Ein Führungsspieler entwickelt sich, einer, der weiß, worauf es ankommt, auf und neben dem Platz. Bürki und der BVB, das passt, mindestens bis 2023. Roman, das war ein kurzer Abriss von deiner Zeit hier beim BVB. Wir haben Bilder des ersten Shootings gesehen. Hättest du dir damals vorstellen können, 5 Jahre oder beziehungsweise jetzt werden es ja auf jeden Fall 8 Jahre, beim BVB zu bleiben? Ja gut, ich war da gerade erst neu. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie dann gedacht habe, ja, wie lange das jetzt gehen könnte. Ich habe es natürlich gehofft, dass ich so lange wie möglich bei so einem tollen und großen Verein sein darf. Und ich bin überglücklich, immer noch hier zu sein. Und es macht enorm viel Spaß, hier Fußball zu spielen. Du bist einer der Führungsspieler bei Borussia Dortmund, bei unserem BVB. Was bedeutet das eigentlich konkret für dich? Ja, ich glaube, dass ich einfach eine Person bin, die die Dinge direkt anspricht, wenn was ist, wenn ich was sehe. Es gibt sicher manchmal Situationen, da kommt das anders rüber, als es eigentlich gemeint ist, aber ich bin einfach von Grund auf eine direkte Person, die direkt sagt, wenn etwas nicht okay ist. Und ich glaube, dass das dem Team auch ein bisschen gut tut, dass immer jemand da ist, der auch mal sagt, wie gesagt, wenn was nicht stimmt oder nicht immer alles schönreden, versucht schön zu reden oder einfach darüber hinwegschaut. Wir haben mehrere solche Spieler und das ist auch gut so. So, jetzt lass uns ein bisschen nach vorne blicken. Bevor wir über Eintracht Frankfurt sprechen, schauen wir uns natürlich noch einmal das letzte Spiel an. Das war im Februar und es war ein Schützenfest. Piszczek, and it's into the back of the net. That's a terrific finish from Piszczek. There's plenty of space out here for Jadon Sancho.
And he finds the back of the net. It's a brilliant goal from Jadon Sancho. Well, he makes it look so easy. Right hand side and continuing the run. This is tremendous. It's Haaland 3-0. What a goal that is. And Haaland has done it again. Great ball over the top. Hakimi could be in a game here. Back towards Haaland. Couldn't quite take it on board that time. Now Guerrero into the bottom corner. And that's 4. A brilliant strike from the Portuguese. Ja, Roman, 4:0, sicherlich ein sehr, sehr schönes Spiel. Da denkt man gerne dran zurück. Was war denn das Besondere für dich an diesem Spiel? Ja, ich glaube, dass wir einfach überzeugt haben gegen eine sehr starke Mannschaft, die auch physisch immer dagegen gehalten hat. Und ja, was mir am besten oder am meisten gefallen hat, waren die Fans, die da auch noch im Stadion waren, mit denen wir feiern konnten. Ja. Und es gibt noch was, Roman. Es war dein erstes zu-0-Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Oh, ja, das weißt du natürlich sehr gut. Das wusste ich gar nicht. Auch in dieser Saison hast du wettbewerbsübergreifend schon 6-mal zu 0 gespielt. Das ist übrigens auch der Top-Wert in der Liga. Wir haben hier auf dieser wunderschönen Couch schon mal darüber gesprochen, über die Klasse, deine Klasse beim 1:1. Wie ist das, wenn jemand auf einen zukommt? Zuschauer sind im Stadion und jetzt plötzlich sind keine Zuschauer da. Gibt es da große Unterschiede? Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, es ist für beide, ich sage jetzt für den Angreifer und für den Torhüter, nicht unbedingt ein Vorteil, dass keine Fans im Stadion sind. Ich glaube, ein bisschen Druck tut immer gut für beide Seiten. Klar, für mich ändert sich eigentlich nichts groß daran, weil ich versuche, so lange wie möglich stehen zu bleiben und sozusagen ihm die Entscheidung zu überlassen, dass der Stürmer möglichst viel nachdenken muss oder ja, mit möglichst vielen Szenarien sich beschäftigt. Und ja, das ist eigentlich das, was ich immer versuche zu machen. Gegen Eintracht Frankfurt spielt der BVB in der Regel sehr erfolgreich. Es gibt keine Mannschaft, gegen die wir so oft gewonnen haben, nämlich schon 45 Mal. Allerdings in Frankfurt warten wir jetzt schon seit 6 Spielen auf einen Sieg bei der Eintracht. Warum ist es so schwer, gegen Frankfurt zu Hause zu spielen? Ich glaube, es ist jetzt auch das erste Spiel, das wir, glaube ich, in Frankfurt ohne Fans machen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, die Fans von Frankfurt haben auch immer die Mannschaft sehr gepusht. Und wie gesagt, Frankfurt ist eine Mannschaft, die über Physis kommt, die kämpft, die sich reinwirft und so weiter. Auch manchmal ein bisschen nickelig, das wissen wir auch, ne? Ja, das gehört dazu, das ist auch gut so. Ich freue mich aufs Spiel gegen Frankfurt, in Frankfurt, und ich bin überzeugt, dass wir dieses Mal jetzt die Negativserie in Frankfurt brechen und dort gewinnen. Ja, dein Wort in Gottes Gehörgang. Da drücken wir natürlich die Daumen, dass das funktioniert. Ja, jetzt, es gibt den Zweikampf, du musst gegen mich spielen, du weißt, das ist immer hart. Letzte Woche habe ich gegen Florian Kringel gespielt. Der hat, also so ehrlich muss man sagen, gar nichts auf die Kette gekriegt. Ich habe mächtig aufholen können und zum ersten Mal in dieser Saison führe ich mit 23:22. Ich bin vorne und bin natürlich gespannt, was heute so passiert, was der Roman für Einschätzungen hat. Und da du mein Gast bist und ich führe, darfst du natürlich auch anfangen. Okay. Keine Nullnummer. Keine Nullnummer, sagt Roman Bürki. Ich sage weniger Kilometer, mehr Ballbesitz. Jetzt bist du wieder dran. Auswärts zu 0. Auswärts zu... Das ist mir klar, dass du das nimmst. Gibt aber nur einen Punkt. Ich sage, der BVB trifft, und das ist sicherlich außergewöhnlich, von außerhalb des 16-Meter-Raums. Und noch einmal du und einmal ich. Wir kriegen den Anstoß.
Okay, dann sage ich, der Kapitän trifft. Egal wer das ist, es wird Marco Reus sein, voraussichtlich, und der wird gegen Frankfurt treffen. Also, dass du mir das so einfach machst, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, wir werden sehen. Vielleicht hast du ja alle falsch und ich alle richtig. Ich bin gespannt. Ich rufe dich auf dem Rückweg an. Ja, alles klar. Mal schauen, ob ich meinen Vorsprung halten kann. Manchmal läuft es ja anders, als man denkt. Ja, bevor wir zum Ende kommen, Roman, Felix Passlack hat uns noch Folgendes über dich erzählt. Ja, auf dem Platz natürlich unser Rückhalt im Tor. Hat auch schon die Saison starke Paraden gezeigt, hat eine gute Spieleröffnung und neben dem Platz, ja, lustiger Typ, mit dem man viel Spaß haben kann. Wir tauschen uns ab und zu mal aus bezüglich NFL Fantasy Manager. Da sind wir zwar nicht in einer Gruppe, tauschen uns halt aber grundsätzlich aus und ja, macht Spaß mit ihm. Ja, Roman, jetzt musst du uns natürlich ein bisschen aufklären. Die NFL scheint ein großes Thema bei euch zu sein. Ja, in der Tat. Wir haben 2, 3 NFL-Football-Verrückte im Team mit Akanji, mit Jan Reckert, Felix Passlack und Mats ist jetzt, glaube ich, auch so ein bisschen, hat das Interesse gefunden. Und ja, durch das Fantasy-Team, dass man da spielen kann, dieses Managerspiel, ist natürlich dann auch witzig immer auszutauschen. Und die Spiele sind ja eigentlich auch gut gelegt für uns, so Sonntag 19 Uhr, das passt, wenn wir immer samstags spielen. Was ist dein Tipp für einen Super Bowl? Oh, das ist noch schwierig zu sagen. Ich rechne aber wieder bestimmt mit Kansas City Chiefs. Okay, wir sind gespannt. Ja, dann hätten wir das auch geklärt. Also morgen geht es gegen Frankfurt. Wenn ihr kein Sky haben solltet, kann ich euch nur das Netradio empfehlen. Ich habe einen besonderen Gast bei mir. Jan-Lennart Struff ist bei mir, einer der besten deutschen Tennisspieler. Totaler BVB-Fan, hat jahrelang auf der Südtribüne gestanden und von so einem Spitzensportler auch mal zu erfahren, wie er so ein Spiel erlebte, da freue ich mich richtig drauf. Ja, ansonsten drücken wir natürlich euch die Daumen. Kommt ja nicht ohne einen Dreier nach Hause. Ich möchte jetzt keinen Druck ausüben, aber es hat wie immer Spaß gemacht, Roman. Also bleibt gesund und lange beim BVB. Tschüss, macht's gut. Das war's von eurem Feiertagsmagazin. Bis dahin, tschüss.